Bay, the podcast for all life and love forms of Arcadia Bay and beyond. I'm your host Martin, as known as It's Me Maxine. This is a special episode as I will do the interview in German with my guest Marlina, as known as Have a Seat Pete. I will provide a transcript in German and English and probably subs for YouTube also. Marlina is relatively new to the Liz fandom, but is already famous for wonderful AO3 fanfictions. We talk about a lot of stuff covering Life is Strange 2, personal experiences she shared on AO3, and an encounter with Hannah Tell on Instagram. I'm looking forward to a lot of new Liz stories from her. I have to admit that I anticipated that episode as it was for me much more easier and less stress to just talk in my mother tongue German. For the next time I have a special guest which is already a long time on my wishlist. Now I finally feel emotionally stable enough to talk to her. It's Christina Hawk, as known as Riley Hawk or Hawk Music. Famous for her Life is Strange inspired music, also featuring in this podcast thanks to her generosity. By the way, kudos again to Christina, as known as Riley Hawk, for letting me use her Life is Strange inspired music for the podcast, Muk R3 for the podcast cover, and Olya Rue for the old cover. Oh, and I made again, after a long time, a small news snippet at the end of the episode, which as always has an extra chapter mark and can be separately listened to in your favorite podcast app or on YouTube. Now to the interview with Marlina, as known as Have a Seat Pete. Genau, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich und eine ganz besonderes Setting. Wir nehmen nämlich auf Deutsch diese Episode auf. Und diesmal habe ich wahrscheinlich noch eine Besonderheit. Wahrscheinlich habe ich den ersten Gast oder die erste Gästin, die am kürzesten im Life is Strange Universum bisher ist, was auch was Gutes hat, weil dann wird sie uns wahrscheinlich auch sagen können, was sie alles so entdeckt hat, was wir schon längst wieder vergessen haben. Genau, das ist nämlich Have a Seat Pete. Und willkommen im Podcast und ja, stell dich gerne kurz selber vor. Ja, danke für die Vorstellung. Ich bin Marlina, aka Have a Seat Pete. Und ja, ich bin noch nicht so lange im Fandom unterwegs. Dementsprechend könntest du damit recht haben. Bin momentan hauptsächlich bei Fanfictions aktiv. Bin 25, studiere, arbeite auf meinen Doktor hin. So hobbymäßig. Schreiben und Lesen gehören auf jeden Fall dazu, aber ich bin auch gern so draußen unterwegs. Also Gartenarbeit. Ich habe 4 Schafe, um die ich mich kümmere. Ah, cool, okay. So ausgleichsmäßig versuche ich da auch relativ viel draußen zu machen. Ja, das ist cool. Ich bin auch mal gerne viel draußen. Ich sitze immer am Computer, an der IT arbeite ich und dann bin ich auch mal gerne draußen. Aber Schafe hört sich spannend an. Ja, ist es auch. Wie du schon gerade sagtest, du schreibst ja Fanfictions, genau. Und wir wollen natürlich wissen, auch wie du ins Life is Strange Universum gekommen bist. Was ist deine Story? Wie bist du auf Life is Strange gestoßen? Ja, also es ist mir noch relativ frisch im Gedächtnis. Ich mache auch immer Jahresrückblicke, dementsprechend war das dieses Jahr damit drin. Es war Juni letzten Jahres, okay, als ich auf Twitch über Let's Play gestolpert bin. Ich hatte vorher schon mal Ausschnitte von Let's Plays von Life is Strange, also dem ersten Teil, gesehen, was mich aber nicht wirklich gefesselt hatte. Das waren meistens Ausschnitte von, was soll man sagen, so Teenager-Drama-mäßig und wenig Time Travel, wenig, was so die Essenz der Story ausmacht. Und bei dem Let's Play hatte ich dann ein paar Ausschnitte gesehen, die mein Interesse geweckt haben. Okay. Ja, ich bin so eine Person, die guckt sich dann ein Let's Play an und beschließt dann, okay, ich will dieses Spiel spielen. Also wusste ich schon, was passiert, als ich es gespielt habe. Ach so, ja, okay. Ja, ist ja nicht schlimm, also. Nein, ich ärgere mich dann nur immer selber, weil ich es dann auch gerne ohne Vorwissen gespielt hätte. Ach so, okay, voll gespoilert, okay. Ja, aber ich hatte halt den Juni frei. Ich hatte gerade meine Masterarbeit abgegeben und dachte mir, jetzt habe ich Zeit.
Eigentlich habe ich auf andere Sachen so im Medienbereich gewartet. Okay. Neue Staffel von The Orville und sowas alles, was aber nicht rauskam. Dann habe ich mich Life is Strange gewidmet. Ah, okay. Übrigens, kleine Anekdote, ich weiß nicht, wie das wahrscheinlich schon mal erzählt und wahrscheinlich hast du schon gehört. Die Anekdote bei mir ist, mit Life is Strange ist, dass mein Sohn, als ich das spielen wollte, der ist auch im Autismus-Spektrum und er meinte dann zu mir ganz cool so, Papa, weißt du übrigens am Ende, ne, also da stirbt dann Chloe, beziehungsweise du musst dich entscheiden, ob sie stirbt oder nicht. Und ich so, ja, danke schön. Aber das war eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich fand es nicht so schlimm. Manche Leute haben auch dann so die Hände über den Kopf gelegt und das und so, Gott, dein Sohn, was ist da los und so. Ich so, ja, kenne das so. Ne? Er meinte das nicht böse sozusagen, er hat einfach sozusagen gesagt, was Sache ist. Und also von daher war es auch für mich eher von Vorteil, weil ich wusste, worauf ich mich einlassen konnte, ne? Also worauf ich mich einstellen konnte. Insofern war es gar nicht so schlimm, aber ja gut, klar, wenn man es natürlich schon vorher weiß, ja. Ja gut, man muss sich trotzdem entscheiden. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Ich wollte gerade sagen, genau, also die Entscheidung hat ja trotzdem noch, genau. Beim Spielen selber oder wann hast du denn gemerkt sozusagen oder danach dann irgendwie gemerkt und gesagt, jetzt war das okay, das ist irgendwie jetzt, keine Ahnung, jetzt war irgendwas ganz Besonderes oder was so rausgestochen hat? Es hat auf jeden Fall in seiner Gesamtheit voll überzeugt. Ich glaube, so dieser Moment, wo ich dann merkte, okay, du kommst jetzt erstmal eine Zeit lang nicht von diesem Spiel los. Das war, ich glaube, ich saß um 2 Uhr nachts, weil ich aufgewacht bin in meinem Zimmer und habe angefangen, irgendwelche Songs zu schreiben über Life is Strange, die ich nicht teilen werde. Okay, schade. Okay, jetzt ist es soweit. Jetzt muss ich mich dem widmen. Ja, cool. Also du machst auch irgendwie Musik dann oder nehme ich an, oder spielst du ein Instrument oder? Überhaupt nicht professionell. Also ich klimper auf der Gitarre und ich singe fürchterlich. Ja, alles gut. Keine Angst, du musst jetzt nichts vorführen oder so. Du hast ja gemerkt, dass ich gern so Gedichte schreibe und dies und das. Also, dass mir das extrem Spaß macht, so mit Wörtern zu spielen. Songs fallen in die Kategorie mit rein. Man sagt das immer so, ne? Und manche Leute sagen das auch, dass sie das erlebt haben, aber hattest du auch so einen lebensentscheidenden Moment oder dass du sagst, dass dein Leben hat dich verändert durch Life is Strange? Ich denke, ich habe das Spiel halt in so einer Zeit entdeckt, wo ich unglaublich viel Zeit für mich selbst hatte. Wie gesagt, Masterarbeit abgegeben. Ich hatte halt Zeit, bis ich mit dem Job angefangen habe. In der Zeit habe ich halt viel über mich selber nachgedacht, so was ich eigentlich will vom Leben und dies und das. Und da ist Life is Strange auf fruchtbaren Boden sozusagen gestoßen oder andersrum, keine Ahnung. Auf jeden Fall passt es ganz gut und ich hatte halt auch ordentlich Zeit, über das Spiel nachzudenken, Erkenntnisse herauszuziehen. Schon ganz interessante Sachen bei rausgekommen. Irgendwann, ne, genau, sonst hätten wir uns ja wahrscheinlich auch nicht kennengelernt oder beziehungsweise doch, bist ja irgendwie auf die Fandom-Community gestoßen von Life is Strange und das heißt, das ging ja auch wahrscheinlich relativ kurz danach los oder wie war das bei dir? Dann habe ich irgendwie, das erste, was ich meistens mache, ist so Voice Actor, Hintergrund, wenn mich halt ein Medium richtig anspricht und dann so bin ich dann auf Hannah Tell und ihre Musik gestoßen. Von da dann zu Fanmusik, also vor allem Kofi. Und von ihm, weil er ein Lied Better Than hat, zu Fanfiction Better Than. Also ich hatte nie wirklich Interesse an Fanfiction, was so andere Storys, andere Medien betrifft. Bei Life is Strange, es bietet sich einfach an. Wir haben diese Zeitreisen, wir haben unterschiedliche Realitäten, die wir selbst in den Spielen sehen. Da war dann die Hürde für mich überhaupt nicht so groß, zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal in die Fanfiction rein. Habe sie so gefühlt innerhalb von 24 Stunden durchgelesen und so bin ich dann halt zu Fanfiction gekommen, weil mein Gehirn dann irgendwann anfing, selber Geschichten zu spinnen. Und von da aus dann auch in die Community
Also man hat es ja in den Kommentaren auf AO3 oder genau, da habe ich irgendwann beschlossen, auf den Discord-Server raufzugehen. Okay. Und was hat dir jetzt am besten gefallen? Also im Sinne von an dem Fandom an sich? Oder hast du wahrscheinlich einige Erfahrungen vielleicht schon? Das ist einfach diese Reichweite, die das Spiel, denke ich, hat. Also die unterschiedlichsten Leute kommen da irgendwie zusammen und sobald man sich unterhält, findet man dann doch irgendwie Gemeinsamkeiten. Klar, das Spiel an sich, aber halt auch übergreifend und ja, scheinen wir alle sehr offen und offenherzig zu sein. Also, ja. Und du hast schon sozusagen AO3, also Archive of Our Own, also die Fanfiction-Plattform und Discord. Bist du noch irgendwo anders, irgendwo auf irgendwelchen Plattformen irgendwie? Nein, also so soziale Medien habe ich gar nicht so viele. Ist auch mal ein Vorteil. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch extrem selten irgendwie unterwegs, weil mich das total überfordert. Und genau, also ich habe bei Twitter war ich eine ganze Zeit und habe da auch dann eben viele Leute eben kennengelernt oder auch folge ich auch vielen Leuten, die eben so, ja, sag ich mal, Fanart machen. Dafür war es ganz cool, aber ansonsten gehe ich auch nur irgendwie alle x Monate, Jahre da rein. Also, ja. Und genau, es reicht auch immer schon. Ich bin auch nicht so der große Schreiber dann, ich bin auch eher der im Hintergrund dann so lurkt, da hätte ich beinahe gesagt, also der dann immer so guckt irgendwie, ne, so genau, so ein bisschen mitliest und vielleicht mal was antwortet oder so. Ja. Gibt es denn irgendwas, was du sagst, was dich noch interessiert? Also von den Fanarts, also sag ich mal, abgesehen jetzt von Fangeschichten und ja, sag ich mal, Musik, gibt es noch irgendwie was du sagst, irgendwie Cosplay interessiert dich oder irgendwas anderes? Ja, ich würde nicht sagen, dass es Fanfiction und Musik sind auf jeden Fall die beiden Favoriten da. Muss ich sagen, dass ich mit den anderen überhaupt nichts anfangen kann, aber ich habe weniger damit zu tun. Es ist einfach so, Musik kann man schön im Hintergrund laufen lassen und ja, ich studiere halt Literaturwissenschaften. Berufskrankheit, dass ich mich dann mit Geschichten befasse. Ja, alles gut. Ja, ich muss sagen, das Witzige war bei mir, also das Witzige war, Fanfiction hatte ich auch null mit zu tun. Das war auch das erste Mal, dass ich dann irgendwie darauf gestoßen bin. Und ich muss sagen, ich finde Cosplay total faszinierend, obwohl ich mich, glaube ich, das selber nie trauen würde. Also ich habe das schon mal so ein bisschen versucht, aber ich glaube, ich werde es dann mit meiner Tochter oder so dann, ne? Also das schon, aber so, das war es dann auch. Also ich glaube, wirklich so rausgehen und dann irgendwie, weiß ich noch nicht. Also vielleicht kommt das mal irgendwann, aber ich auch Ja, zu. ja, nee, so im Haus verkleiden, das ist im Rahmen des Möglichen. Ja, genau, sowas geht noch, genau. Kommen wir zu Fanfictions, genau. Du bist da ja irgendwie teilweise aktiv sozusagen, schreibst ja auch selber welche. Und genau, also, aber du hast ja gesagt, du bist sozusagen über Life is Strange auf Fanfictions gekommen, aber wie bist du denn aufs Schreiben gekommen? Oh ja. Das war schon vorher da. Ja, okay, alles klar. Ich schwitze das witzig immer so. Ich habe schon gedacht, so, oh, die schreibt schon so irgendwie so. Ich bin immer so völlig neidisch, wenn ich das lese, dann irgendwie so, oh Mist, verdammt. Ja, ich habe mir schon als Kind immer Geschichten ausgedacht und dies und das und dann, sobald ich schreiben konnte, habe ich angefangen, Geschichten aufzuschreiben. Das waren aber nicht so im Sinne von Fanfiction, das war immer original. Also, soweit man als Kind halt originell ist, aber es war jetzt, so in den letzten Jahren ist es so ein bisschen abgeflacht. Ich habe auch nie so angestrebt, was zu veröffentlichen, sondern immer so schön im stillen Kämmerlein vor mich hingeschrieben. Dementsprechend ist Fanfiction jetzt schon was anderes, aber die Übung war halt da, also habe ich über Jahre gemacht. Ja, cool. Muss man ja nicht veröffentlichen, ist ja auch völlig okay, genau. Dann hast du aber dich ja anscheinend irgendwann entschieden zu veröffentlichen. Gab es da irgendwie einen Anlass zu? Oder dass du irgendwie sagst, oh, oder gab es irgendwie eine Geschichte oder irgendjemand, der geschrieben hat? Oder? Naja, also wie gesagt, so in den letzten Jahren habe ich auch nicht mehr so viele originale Fantasy oder Science Fiction oder sowas geschrieben und dann
Ja, nachdem ich Better Than gelesen hatte und halt mit Life is Strange in meinem Kopf, dachte ich mir, ich versuche mich mal da dran. Wie gesagt, ich hatte diese Monate frei und hatte mir vorgenommen, so ein bisschen rum zu experimentieren, aus der Komfortzone rauszukommen und das war eine der Sachen. Ein cooles Projekt. Ich habe nicht alles gelesen, ne? Das hängt immer damit zusammen, habe ich wahrscheinlich auch schon gesagt, dass ich manchmal nicht so ganz so gut mit so den Hard-Topics da von Life is Strange manchmal nicht so gut zurechtkomme. Deswegen habe ich, glaube ich, einige Geschichten von dir nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, womit du jetzt gestartet bist. Was waren denn so deine Projekte über die Zeit hinweg? Das erste war, wie sollte es anders sein, inspiriert von Better Than. Also es war für mich so eine Zeit lang echt mehr das Canon-Ending als jetzt das Spiel an sich. Einfach weil ich denke, das geht vielen Fans so, weswegen halt Fanfictions geschrieben werden, ist einfach, dass diese Enden, das eine ist unzufriedenstellend, das andere ist offen und dann muss man sich halt selber was zusammenreimen. Aber ich habe halt mit Erased, glaube ich, angefangen, was auf Better Than basiert. Das war, ich glaube, das habe ich geschrieben, als ich Covid hatte oder so, auf jeden Fall. Achso, du hast auch Covid? Ah, okay. Ja, dann hoffentlich gut wieder auskuriert. Nein, ich hatte das nicht so schlimm, das ist gut, aber. Okay. Ja, da saß ich draußen in der Hitze, habe das geschrieben und relativ schnell dann auch gesagt, okay, ich mache das jetzt, ich veröffentliche das. Und dann dachte ich eigentlich, ich bin fertig damit. Mein Gehirn dachte was anderes. Woran ich momentan immer noch schreibe, ist The Other Weekend, was als Other Week angefangen hat. Aber dadurch, dass ich so langsam durch die Szenen gekommen bin, belasse ich jetzt beim Wochenende, zumindest ist das so geplant, dass es halt Post-Bay mit E weitergeführt. Und das ist halt auch experimentell in dem Sinne, dass ich keine Handlung dafür geplant habe, sondern so an jedes Kapitel neu rangehe und gucke, wo mich das Schreiben hinbringt. Gucke ich halt immer, dass ich mit dem Projekt Spaß habe und einfach random irgendwelche Szenen schreibe, die halbwegs zusammenpassen. Also, ich finde die super, also keine Frage. Also genau, zu einer speziellen Fanfiction kommen wir nachher ja auch noch. Ne? Genau, Somewhere Beneath the Lies. Weiß jetzt gar nicht, es gibt ja Leute, die machen so, nehmen Commissions an. Meistens ist es ja irgendwie Zeichnungen oder irgendwie was anderes. Also machst du sowas, also dass du sagst irgendwie, oder würdest du sowas machen, nach dem Motto, wenn jemand kommen würde und sagen würde, ich habe da eine Idee, könntest du eine Fanfiction zu schreiben? Könntest du dir das vorstellen, oder? Ich kann es mir schon vorstellen, aber zeittechnisch. Ich meine, ich habe kaum genug Zeit, um meine eigenen Ideen zu Papier zu bringen. Also es wäre so eine Art Writing-Prompt dann. So als kleine Schreibübung könnte ich mir das gut vorstellen, dass man einfach so eine Idee bekommt. Ich glaube, das gibt es auch auf AO3 oder so. Ich glaube, ein paar von den anderen Schreiberlingen machen das tatsächlich, dass man denen schreiben kann irgendwie, wenn du dann zum Beispiel einen Chip sagst, einmal ein Thema und dann schreiben die da 500 Wörter zu oder sowas. Wenn ich das so sehe, ich glaube gerade viele, die auch gerade zeichnen oder so, ne, also da wird man auch nicht reich jetzt von oder so, ne, aber die bessern jetzt irgendwie hier in Anführungsstrichen Taschengeld oder irgendwie, je nachdem wie alt sie sind dann auch. Ja, aber ich glaube, beim Schreiben ist es, glaube ich, auch schwierig dann. Ne? Also ich weiß gar nicht genau, ob das so Leute in Anführungsstrichen, klingt auch ein bisschen gemein irgendwie, ne? Weil ich glaube, das wird auch unterschätzt irgendwie. Ne? Also das hatte ich auch ganz am Anfang. So nach dem Motto, ein Bild zeichnen, oh super, und das ist ja voll kompliziert und Hintergrund und dies und das und jenes. Aber wie viel Arbeit in Geschichte steckt, glaube ich, verstehen, glaube ich, ganz viele Leute nicht, ne? Oder können gar nicht, glaube ich, nachvollziehen. Also zumindest ich hätte das auch so gedacht, ach komm, dann schreibst du was runter und dann bist du fertig. Aber das ist ja schon, also auch wie häufig man dann irgendwie das wieder korrigiert und wieder neu macht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ist ja doch schon Arbeit. Ne? Ja, es gibt auf jeden Fall Projekte, die sind aufwendiger und andere, die sind es nicht. Aber klar steckt da Arbeit dahinter. Ein paar Wörter zu Papier bringen kann jeder.
Dass dann was draus wird, ist so. Genau. Dass es dann irgendwie eine Geschichte wird, die dann einigermaßen spannend ist und irgendwie noch nachvollziehbar und Ja, ich will damit nicht sagen, dass ich da jetzt überragend drin bin, aber nein, es alles braucht gut. halt schon, es braucht Übung, man muss recherchieren, man muss ja sich hinsetzen und schreiben und dann halt ja überarbeiten. Ich glaube deswegen, also ich meine, deswegen war es bei mir, glaube ich, auch so, dass ich immer so gesagt habe, ach, Fanfiction, das ist irgendwie so, ach, keine Ahnung, das ist so, hat so einen schlechten Beigeschmack oder so einen schlechten Status irgendwie, ne? Also das ist irgendwie echt, das ist total schade irgendwie, ne? Also wie viele Jahre ich da dann irgendwie da, Anführungsstrichen, davon nicht verloren, aber keine Ahnung, ne? Also dass es so viele Sachen gibt, die echt super sind. Ja, nee, das geht mir genauso. Also die Qualität, die da hinter vielen Fanfictions hintersteht. Also ich habe jetzt eigentlich nur welche über Life is Strange gelesen, aber das ist schon beeindruckend, was die Leute zu Papier bringen. Ja. Sag mal, du hast schon gesagt, du hast doch schon irgendwie noch weitere Ideen oder gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, okay, das wäre irgendwie so ein Traum von mir oder was ich mir jetzt irgendwie vorstellen könnte, was ich noch machen wollte? Irgendwie gibt es da irgendwas? Also so grundsätzlich Ideen wie Sand am Meer. Also das, was ich jetzt die letzten 2 Tage veröffentlicht habe, das war halt auch, da hatte ich am Donnerstag die Idee, was im Homeoffice nicht angebracht ist, Ideen zu haben, nein. Dann habe ich mich hingesetzt und es geschrieben. Also, ja, Ideenmangel besteht auf jeden Fall nicht. So traummäßig. Ja. Ich hatte halt diesen November für NaNoWriMo, wie du schon sagtest, eine Science-Fiction-Prizefield-Story am Start. Aha, okay. Die habe ich schon etwas höhere Ansprüche. Also da werde ich mich auf jeden Fall nochmal ransetzen müssen. Und Oha, na, dann kam ja einiges, auf uns freuen kann. Das ist sehr cool. Ja, wie gesagt, Schreiben ist nicht das Problem bei mir. Das funktioniert von alleine. Ah, okay. Ja, das ist gut. Überarbeiten ist so. Genau. Ich habe es weggelassen. Also die Frage können wir gerne noch mal sagen. Ich frage die auch immer, und das ist, glaube ich, auch schwierig. Gibt es irgendwelche Begrenzungen oder irgendwie gibt es irgendwelche, wo du sagst, irgendwie so No-Gos für dich, wenn du eine Geschichte schreibst? Weil die üblichen Leute sagen immer, ne, klar, das kennst du aus den anderen wahrscheinlich Episoden, klar, irgendwie, ne? Aber gibt es da irgendwas für dich? Ich finde halt immer, es kommt drauf an, wie etwas geschrieben ist und nicht was jetzt unbedingt geschrieben ist. Also wenn es so um schwierige Themen geht. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall Themen, die ich nicht anfassen werde. Ja, klar. So Vergewaltigung oder sowas. Muss ich nicht drüber schreiben. Ich meine, es sind Themen, es sind Tabuthemen, die nicht totgeschwiegen werden sollen, aber es gibt halt Themen, die überlasse ich anderen Leuten lieber. Ja, so ein schmaler Grat, glaube ich auch. Ja. Ne? Also, ja. Genau, also es glaube ich, ein schmaler Grat und ist auch schwierig. Ne? Also man sieht das ja teilweise bei anderen Life is Strange Fan-Artists, die auch Fanfiction schreiben, merkt man ja auch, ne, dass sie das teilweise, glaube ich, dann auch selber erlebt haben. Ja. Und ich glaube, das ist auch schon ganz schön hart. Also finde ich bewundernswert, dass man darüber schreibt, also auch um andere sozusagen, dass dann vielleicht irgendwie in Anführungsstrichen irgendwie das Thema, ne, also dass das sozusagen auftaucht, und dass es das gibt. Aber das ist, glaube ich, auch super schwer, glaube ich. Also, wenn das nicht selber wieder irgendwie triggert oder runterreißt. Ja, ich glaube, das ist nicht ohne. Ja, nee, finde ich auch sehr bewundernswert, dass einige Leute sich zutrauen, über ihre eigenen Traumata zu schreiben. Und ich meine, es kann auf jeden Fall helfen, aber das dann auch, also den Mut zu haben, das dann auch an die Öffentlichkeit zu geben. Das ist, obwohl ich selber finde, dass ich dadurch extrem viel lernen kann, so was halt Perspektiven angeht, die ich selber nicht einnehmen kann. Genau, also klar, hast du ja schon, glaube ich, selber gesagt, ne, eine große Fangeschichte von dir ist ja, ne, Somewhere Beneath the Lies. Genau, das ist ja eine Geschichte, die so ein bisschen auch von Escherlats Geschichte, glaube ich, da inspiriert war, glaube ich, ne? 19. Jahrhundert im viktorianischen Zeitalter, ne, genau.
da hast du ja schon erzählt, ne? Genau, da kommt so ein bisschen auch deine Liebe dafür für lyrische Sachen da zu tragen. Wie bist du zu der Geschichte gekommen? Rein jetzt über Eschalot oder wie bist du da reingekommen? Also es ist eine Kombination gewesen. Wie gesagt, ich habe Eschalots Never Married gelesen. Man kommt ja relativ gut durch. Ich glaube, es waren damals um die 10.000 Wörter. Das heißt, das habe ich irgendwie an einem Morgen gelesen. Und dann fiel mir auf, dass ich eigentlich so gar nicht so viel über das 19. Jahrhundert weiß. Außer das, was ich im Studium hatte. Und das ist skandinavische Literatur im 19. Jahrhundert. Und ja, okay. Da gibt es halt dieses Theaterstück Ökejem oder A Doll's House im Englischen, ein Puppenheim im Deutschen. Es fiel mir auf, dass die Figurenkonstellation relativ interessant ist. Und mein Gehirn hat dann einfach Life is Strange damit kombiniert. Ich weiß nicht, wie es das macht, aber und ja, ein paar Kleinigkeiten geändert. Dementsprechend war es halt ein Projekt, was nicht den riesigen Arbeitsaufwand verursacht hat. Das ging, glaube ich, relativ schnell. Vor allem so das Faszinierende im ersten Akt, wenn man das neben das Original legt, dann sind die meisten Bestandteile wirklich aus dem Original übernommen. Also da kann ich keine Originalität für mich einnehmen, aber alles gut. Dementsprechend, es hat alles wunderbar zusammengepasst. Außer Chloe. Chloe ist, also ihr Originalcharakter in dem originalen Theaterstück ist total das Gegenteil. Also eine prüde, verwitwete Frau, die halt nicht irgendwie jetzt so, okay. die Hauptperson dazu anstachelt, wegzugehen, sondern eher das Gegenteil sagt. Okay. Ja, okay. Ja, hat's nochmal rausgerissen dann, okay. Das, wie gesagt, also ich finde Fanfictions klasse, um so ein bisschen mit Literatur rum zu experimentieren und das war auf jeden Fall ein Projekt, wo ich extrem viel Spaß bei hatte. Es war auch nicht geplant, dass mehrere Enden dafür verfügbar sind. Es war ja, cool, ja, das fand ich super, ja. Ja, ich glaube, ich hatte tatsächlich das Price Marshfield Ende zuerst geschrieben. Und dann dachte ich mir, es ist ganz schön humorvoll. Also so ein bisschen so Slapstick-mäßig an einigen Stellen. Da dachte ich mir, dass es vielleicht nicht ganz dem entspricht, was ich vorher geschrieben habe. Ich glaube, dann habe ich das Pricefield Ende geschrieben und dann zum Ende Marshfield. Aber es war nicht so geplant, aber das passiert öfter mal. Also das fand ich auch cool. Also das ist ja häufig das Problem dann, ne? Also in Anführungsstrichen ist es immer so statisch oder sag ich mal so irgendwie nur sequenziell, also irgendwie so nach dem Motto, da gibt es dann keine Verzweigung wie ein Computerspiel oder was weiß ich, ne? Das Medium ist ja doch in Anführungsstrichen statisch irgendwie, ne? Genau, so fand ich das ganz witzig irgendwie. Hat man, glaube ich, auch nicht so häufig, glaube ich. Es ist halt ganz lustig, weil das originale Theaterstück auch 2 Enden hat. Es hat halt das eine Ende, was total den Skandal in einigen Ländern hervorgerufen hat, dadurch, dass die Hausfrau am Ende ihren Mann und ihre Kinder verlässt, um sich selber irgendwie zu finden. Also dann im Original ganz alleine. Also jetzt ohne Liebhaber. Und das ging dann halt so weit, dass der Verfasser Ibsen ein zweites Ende geschrieben hat, damit sein Theaterstück in einigen Ländern aufgeführt werden konnte. Ja, okay. Wo sie dann beschließt zu bleiben. Ja, das ist auch schon bitter, ja. Ja, cool. Genau, ich hätte ganz vergessen, es ist ja so ein Cross-Fanfiction ist, ne? Genau, zwischen den beiden. Life is Strange und Dollhouse, genau, stimmt. Aber das heißt, die Lyrik ist teilweise, also diese Poems sind teilweise von dir oder waren die jetzt? Nee, die sind alle von mir. Also, wie gesagt, ich habe teilweise Dialoge aus dem Original übernommen, aber also hauptsächlich für den ersten Akt und dann so in Schlüsselszenen. Aber das ist nicht alles übernommen. Also da sind einige Szenen drin, zum Beispiel Max und Chloe, als sie dann im Schnee spazieren gehen. Das ist nicht im Original.
Also es ist zusammengemixt, so wie es halt gepasst hat. Hut ab für die Lyrik. Also ich wüsste nicht mal ansatzweise, wie man das schreibt. Also insofern supi. Also auch wenn ich das wahrscheinlich nicht genug wertschätzen kann, aber auf jeden Fall war das sehr passend. Danke. Also, wie gesagt, es war wieder ein Experiment. Also ich habe ja versucht, dass Chloe in der Geschichte wie heißt es? Polary, also diesen Slang, den es im 19. und 20. Jahrhundert gab, dass sie den teilweise verwendet. Und daraus dann ein Gedicht zu schreiben, war schon eine Herausforderung. Ja, wirkt dann aber irgendwie stimmig. Also auch wenn ich das überhaupt nicht kenne, aber genau. Es wirkte sehr authentisch dann, ja. Dann bin ich froh, dass es überzeugen konnte. Auf jeden Fall. Und wenn nicht da, wo soll man sich sonst ausprobieren? Ne? Also, aber ist ja schon super, dass du das veröffentlichst. Genau, aber wo veröffentlichen? Du hattest ja auch, das ist aber, jetzt habe ich gar nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich erst jetzt gesehen, als ich irgendwie dein AO3-Profil da angeguckt habe, was du da für Geschichten hast. Da hatte ich erst gesehen, dass du eben eine Geschichte hast, die, ja, ist ja gar keine Geschichte in dem Sinne, sondern irgendwie so eine Kombination aus deinem eigenen Erfahrungen und Empfindungen und Historie und in Kombination mit, was du bei Life is Strange sozusagen bemerkt hast. Die Geschichte To One Lasting oder Last Friendship. Genau. Hattest du das vorher geschrieben oder ich habe jetzt gar nicht geguckt, wann du das veröffentlicht hast? Ich glaube, das war relativ früh. Also, wie gesagt, das war diese Phase, wo ich noch nicht gearbeitet habe und dann viel Zeit zur Selbstreflexion hatte. Und ja, ich denke, was dieses Spiel halt macht, ist, dass es Leute dazu bringt, Freundschaft zu wertschätzen. Auf jeden Fall, also wie gesagt, ich habe mich dann an Freundschaften aus der Kindheit erinnert, die halt, die ich nicht aufrechterhalten habe. Und dann, versuche ich halt mehr zu wertschätzen, was ich jetzt an Freundschaft habe. Und das war so ein bisschen so eine Selbstreflexion, wie gesagt. Mit Bezug zu Life is Strange. Ja. Ja, klar. Es geht, glaube ich, ja vielen so, ne? Häufig ist ja eben diese Freundschaft eben von Max und Chloe dann eben Bestandteil, ne? Es gibt ja noch andere, da wird ja auch viel diskutiert, ne? Müssen wir jetzt nicht diskutieren, eben ob sie die geghostet hat oder nicht, aus welchen Gründen oder auch was auch immer, ne? Also dass sie da Chloe sozusagen diese 4-5 Jahre oder wie viel das waren, sozusagen da nicht kontaktiert hat, es nicht geschafft hat. Ja, du hast schon recht, also genau, also ist mir auch so bewusst geworden, ich habe das gar nicht so als Main-Teil gesehen von Life is Strange, aber wo ich sozusagen deine Geschichte gelesen habe, ist mir dann auch nochmal viel aufgefallen. Und beziehungsweise hatte ich auch teilweise am Anfang, glaube ich, meines Podcasts auch schon, dass ich auch einen Freund hatte und der dann, wo es dann irgendwie auch, den ich auch dann irgendwie schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe. Aber auch, glaube ich, es ist beides. Ne? Also wie du meintest, einmal, dass man es wertschätzt, aber auch, glaube ich, auch, dass man loslassen kann. Ne? Life is Strange ist auch viel mit Loslassen zu tun oder viel mit, dass man teilweise um Entscheidungen geht, aber es geht ja auch um Loslassen, ne? Dass man einfach sagt, okay, vielleicht muss ich nicht hier Leuten hinterherlaufen oder vielleicht muss ich nicht unbedingt sagen, oh Gott, hätte ich doch vielleicht diesen Freund gehabt oder wie auch immer, oder Freundin. Es ist auch so gut, wie es jetzt ist. Ne? Also manchmal, glaube ich, geht es mir auch so, dass ich auch so ein bisschen loslassen musste manchmal. Ja, manche Freundschaften sind einfach, die gehen einfach auseinander. Ne? Das muss auch nichts Schlechtes sein. Also, ja. Genau, aber finde ich super. Also genau, hatte ich auch schon geschrieben, aber finde ich super, dass du das veröffentlicht hast. Also ich glaube, ich würde mich das nicht trauen. Ich glaube, ich habe ein bisschen auch in meinem Podcast, glaube ich, auch mal vor 2 Jahren, als ich angefangen habe, ein bisschen drüber geredet, aber das ist auch schon, finde ich super, dass du es gemacht hast. Das macht auch nicht jeder, glaube ich. Ja, also ich denke, diese Anonymität hilft halt ein bisschen. Ich meine, im Internet verursacht sie auch Schaden, aber ich denke, für sowas ist es gar nicht so schlecht. Ich glaube, es ist ja schon, wie du auch meintest, kommen wir ja gleich noch zu der Community, dass, glaube ich, viel sich da geholfen wird. Ne? Also mir ging es zumindest so, dass vielleicht obwohl ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem Podcast überhaupt erwähnt hatte, das weiß ich gar nicht genau, dass ich auch jemanden hatte, den ich im Prinzip mit anderen Leuten zusammen Life is Strange Community, den ich da auch wirklich über harte Zeiten hinweg geholfen habe. Also geholfen in Anführungsstrichen. Ne? Dass es vielen auch hilft, einfach zu wissen, ja Mensch, es gibt noch mehr Leute da draußen und
ich bin nicht alleine und genau. Das ist echt super, super wichtig, glaube ich, ja. Genau, du hast ja gesagt, genau, du bist da so ein bisschen auf Discord und eben in der AO3-Community oder genau. Gibt es da irgendwas, also bist du irgendwo drin? Es gibt ja auch zum Beispiel ich glaube, es gibt auch so ein Discord mit Life is Strange, Menschen, die sozusagen schreiben, also so Fanartists, die Fanfiction schreiben. Bist du da auch irgendwie drin oder bist du sozusagen erstmal allein in Anführungsstrichen für dich mit deinen Geschichten, oder? Also momentan arbeite ich für mich alleine. Ich habe halt so 1, 2 Leute, die ich so anschreibe, wenn ich mal irgendwie Feedback kurzzeitig brauche, aber ansonsten. Ja, ist doch völlig okay. Was du liest vielleicht oder so, also was du sagst oder so, das sind Geschichten, die du ganz cool fandest oder Fanart. Wie gesagt, ich bin auch mitunter über deine Interviews dann zu Unctions gekommen, also Charlotte und Rainbock gehören auf jeden Fall mit dazu, aber momentan die neue Geschichte von Clarks, also The Voodoo Man, da habe ich richtig Spaß bei, die ganzen Hinweise. So. Da ist so viel Detail drin, das alles auseinanderzunehmen. Also. Aber ja, es gibt unglaublich viele hochqualitative Storys da draußen. Ja, ich denke, ich habe schon einige in dem halben Jahr gelesen, aber beileibe nicht alle. Da werde ich noch ordentlich mit zu tun haben. Wenn es um die Community geht, gibt es dann ja auch teilweise, genau wie auf AO3 gibt es dann ja auch teilweise Feedback oder Kommentare eben zu den Geschichten. Gut, teilweise habe ich die jetzt gelesen, teilweise kenne ich ja die Geschichten oder die Kommentare von den Geschichten ja nicht. Wie ist das so, hast du es so empfunden vom Feedback her? Wie war das so dein Empfinden? Das Feedback war durchgehend positiv. Es ist jetzt nicht so, als ob da tausende Kommentare unter meinen Storys stehen, aber ich denke halt, die Leute, denen es gefällt, die sagen was dazu und Leute, denen es nicht gefällt, die klicken da einmal rauf und klicken dann wieder weg, was auch absolut legitim ist. Also ich denke auch, wie gesagt, wie du sagst, diese Community, da erwarte ich dann auch am ehesten so konstruktive Kritik. Ich denke nicht, also es gibt natürlich immer schwarze Schafe, das ist klar, aber ja, klar. Davon habe ich noch nicht viel gesehen. So. Ja, ist doch super, genau. Ich glaube auch Fanfiction, das ist auch, glaube ich, eine Hürde, glaube ich. Ne? Also das ist doch schon relativ innerhalb überhaupt so nochmal sehr nerdig, ne? Also und ich glaube, das genau und auch diese genau, die ist auch die Hürde ist relativ hoch, da jetzt irgendwas zu schreiben. Ne? Wie du selber sagst, warum sollte ich jetzt da irgendwie jetzt irgendwas Negatives schreiben? Das ist doch relativ unwahrscheinlich, wenn du auf Twitter bist oder was weiß ich, also irgendwie in sozialen Medien in Anführungsstrichen, also wie, was ich, also den typischen da ist dann schon eher mal, dass die Leute dann irgendwie, keine Ahnung, obwohl das meiste doch relativ, auch selbst da ist es relativ harmlos, weil das doch die Community sehr eine enge Bubble ist. Ne? Das ist doch schon eine Bubble, wo kaum jemand eindringt. Ne? Außer wenn jetzt mal irgendwie solche Sachen wie nach dem Motto, wie konnte eine schwarze Person bitte ein XY wie cosplayen oder so, wo auch die Leute man auch denkt, ey, ne, also das gibt es dann leider immer noch, aber genau, ist da, glaube ich, dann wirklich die Ausnahme, dass da irgendwie jemand sagt so, oh Gott, damit konnte ich gar nichts anfangen oder so. Ja, also wie gesagt, ich bin auf diesen anderen sozialen Medien gar nicht so viel unterwegs. Es hat unter anderem seine Gründe, aber... Ja. Sei froh. Genau. Ja, manchmal gehe ich das noch ein bisschen durch, so nach dem Motto, alles ist immer so Friede, Freude, Eierkuchen bei Life is Strange. Klar, Life is Strange spricht viele Themen an, da hat mir auch schon gesagt, hast du ja auch schon gesagt, ne, viele Themen, die sonst eigentlich überhaupt, egal in welchen Medien ja, oder auch Computerspielen speziell, auch kaum angesprochen werden. Ne? Das ist ja auch supi. Und genau, mit Life is Strange 2 und True Color haben wir jetzt auch dann People of Color jetzt auch sozusagen als Hauptprotagonisten. Das ist ja auch nicht so häufig in Computerspielen. Wie meinst du oder wie hast du es empfunden oder jetzt im Nachhinein nochmal, gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, da ist irgendwas, was mich, weiß nicht, gestört oder was du sagst, was vielleicht irgendwie, was entweder fehlt oder was man hätte besser machen können? Ich denke, eine der unglaublichen Stärken von Life is Strange 1 und
2, soweit ich es gespielt habe. Ich habe Folge 4 beendet und eigentlich wollte ich auch noch Folge 5 für heute spielen, aber das Schreiben kam in den Weg. Alles gut. Ich konnte nichts tun. Lass dir Zeit. Also ich denke, eine unglaubliche Stärke von diesen Spielen ist, dass sie eben Tabus aufgreifen. Dass sie das ansprechen, was sonst so in der Gesellschaft eher nicht angesprochen wird. Und das machen diese Spiele in den meisten Fällen auch sehr geschickt, also mit unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema. Jetzt keine vorgegebene Lösung für ein Problem, sondern halt Entscheidungsfreiheit und sowas. Aber es gibt halt auch Aspekte, wo man dann Kritik anbringen könnte. Ich glaube, auf den einen Aspekt, den ich so als Beispiel nehmen würde, den hattest du auch schon mal auf Discord angesprochen. Und das ist die indigene Bevölkerung im ersten Teil. Das ist einfach, ich meine, ich bin jetzt kein Experte, aber ich nehme an, in Amerika ist also die Behandlung der indigenen Bevölkerung ein Tabuthema. Man ist stolz auf sein Land, was auch vollkommen legitim ist, aber man kann halt nicht stolz darauf sein, was die Vorfahren gemacht haben. Und das Thema dann halt so unter den Tisch zu wischen, das ist eigentlich ein bisschen traurig. Es hätte ja nicht viel bedurft. Es hätte einfach nur, wahrscheinlich hätte es gereicht, wenn Max in Gedanken einfach nur, das klingt aber utopisch oder irgendwie sowas sagt. Und schon wäre das Tabuthema so ein bisschen kritischer angeschaut worden. Und ja, das ist wirklich sehr unglücklich, ja. Ich denke, sowas passiert jedem Mal. Also du kannst halt nicht alles beachten, aber klar. In dem Sinne würde ich sagen, dass die Spiele das schon echt gut machen, diese Tabuthemen und halt auch Diversität und sowas anzusprechen. Ich weiß, zum Beispiel gibt es im ersten Teil keine People of Color, aber die Realität in so einem kleinen Dorf ist halt, oder in einer kleinen Stadt, ich komme aus einer 10.000 Einwohnerstadt. Ich laufe durch die Straßen und sehe eben keine People of Color. Es ist so, dementsprechend würde ich das... Gut, in Amerika ist wahrscheinlich anders, aber okay, was du meinst. In Amerika ist es anders. Also sehe ich auch, ich habe keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu Amerika sagen oder so, aber genau. Aber ich weiß, was du meinst. Also dementsprechend würde ich das jetzt für den ersten Teil nicht unbedingt als Kritik ansehen. Aber man könnte durchaus so ein paar Kleinigkeiten, also es sind halt keine perfekten Spiele, aber was ist schon perfekt? Es ist Nein. Dementsprechend würde ich auch sagen, also zu der Frage, die ich ja damit kombinieren wollte, dass es im Fandom, also ob es da Tabus gibt. Deswegen denke ich auch, dass das gerade eine der Stärken auch im Fandom da drin liegt, Tabus anzusprechen, zum Beispiel in Fanfictions. Ja, das stimmt. Genau, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir jetzt aufgefallen ist. Man ist ja immer in so einer, auch in der Bubble, der Bubble. Also, was ich ein bisschen problematisch finde, oder wie soll man sagen, das ist natürlich auch nur so ein Gefühl, ne? Viele sagen ja, das stimmt ja gar nicht. Ich glaube, es ist schon so, dass Life is Strange, wenn ich das mir auch wenn man guckt auf Videos oder Cosplay oder sonst was, dass ich da wirklich kaum nicht weiße Personen sehe. Also das gibt's wirklich seltenst. Muss jetzt nicht, kann man auch sagen, ja, das, wie du schon meintest, ne, High School America, und so weiter und so weiter. Genau, und dann das Doofe ist dann immer, finde ich, wenn dann irgendwie Life is Strange 2 angesprochen wird, klar, das Spiel kann man auch über sich streiten oder so, dann wird häufig gesagt so, Life is Strange, da konnte ich ja gar nichts mit anfangen, ne? Aus unterschiedlichen Gründen natürlich, aber manchmal habe ich das Gefühl, auch ein Grund ist, weil die Hauptperson eben, also nicht nur, aber es gibt auch viele andere Gründe, ne? Also da tausende Gründe, auch weil die sozusagen in Anführungsstrichen man sich da nicht so gut mit identifizieren kann, dann sagen manche, Mensch, das ist doch, also guck doch mal, ne, dann ist doch auch mal eine neue Erfahrung, ne? Dafür sind Computerspiele ja auch da, unter anderem, oder Medien an sich, sozusagen, Mensch, wie fühlen denn sich die Leute, ne? Also die irgendwie da Alltagsrassismus erfahren und so weiter und so fort, ne? Und das, glaube ich, manchmal ist dann, ich will es auch gar nicht schlecht reden oder so, aber manchmal ist dann das Gefühl, ja, da könnte noch ein bisschen, ist mehr Luft nach oben, sagen wir so. Ja, also ich habe es zum Beispiel gar nicht so wahrgenommen, also ich konnte mich gut mit Sean identifizieren, auf jeden Fall. Vor allem halt in dieser Vorbildfunktion.
Ich habe halt 2 kleinere Brüder und okay. ich meine, ich war nie in einer Extremsituation so gesehen, aber vor allem halt diese Szenen mit ihm und Daniel zu Hause ist halt so, da ich mir so, ja, das kenne ich. Naja, ich finde es halt traurig, wenn Leute Hautfarbe jetzt irgendwie als Barriere sehen. Das ist ja nicht so, als ob die Leute irgendwie anders denken als wir. Also sie sollten nicht anders denken, aber durch Rassismus kann es natürlich. Nein, klar. Klar, ich glaube, es ist auch gar nicht absichtlich, ne? Also ich will den Leuten das auch gar nicht unterstellen. Glaube ich, ist einfach nur so weil das eben so, nicht, also wie soll man sagen, nicht störend, aber so nach dem Motto, ja, aber ich glaube, wie gesagt, das Witzige ist ja auch, wenn ich jetzt zurückdenke an die ganzen, wo ich den meist die Leute, die das auch gefragt haben, in meinem Podcast, da waren ja auch teilweise People of Color dabei, die dann eher sagen, nee, wieso und ist ja eigentlich auch gar nicht so und so. Ich glaube heute, also auch gerade jüngere Leute, glaube ich, für die ist das auch dann schon normal, ne? Also das, Gott sei Dank, dass das sozusagen auch im Fandom, wie du ja gesagt hast, die Fandom ist ja super divers, über Transpersonen, über gleichgeschlechtlich und so weiter. Also gibt ja alles, ne? Also genau, Liebe und so weiter, das ist ja alles dabei sozusagen. Ist das, glaube ich, gar nicht mehr so ein Thema, glaube ich, bei vielen Leuten. Ich bin immer noch der etwas Ältere, der dann so ein bisschen der herkommt und dann manchmal mal ein bisschen zu streng. Ne? Ja, es ist halt in den Generationen drin. Ja, genau, wahrscheinlich, genau. Es hat sich auch schon viel getan, insofern, genau. Das heißt, wo wir gerade dabei sind, mit True Colors ist ja Alex, ne, Woman of Color, eine Asian American, Woman of Color sozusagen da, die Hauptprotagonistin. Das hast du jetzt aber noch gar nicht gespielt, oder? Also ich habe ein Let's Play davon geguckt. Und zwar tatsächlich, bevor ich irgendwie im Fandom irgendwie so involviert war. Also das war... Ach so. Das muss ungefähr vor einem Jahr gewesen sein. Mhm. Ja, genau. September 20, wann war denn das überhaupt? Da ging das los, ne? Genau. Ja, ich habe ein Let's Play geguckt und dann, ich glaube, ich dachte mir, oh, Steph ist cool. Und Alex ist auch ganz cool. Und naja, dann habe ich das Thema wieder vergessen, glaube ich. Achso, das heißt, du kennst Before the Storm auch nicht, ne? Also wie gesagt, ich gucke gerne Let's Plays. Okay. Wenn ich Zeit habe, momentan nicht so. Dafür schreibe ich zu viel. Wir haben ja auch, das ist ja auch gemein, ne? Ja, es ist ja auch gemein. Ich meine, ich muss ja auch zugeben, ich bin ja auch spät ins Fandom gekommen, aber manche Leute, die haben natürlich schon alles irgendwie gespielt dann einfach auch, ne? Also das ist natürlich auch, das kostet ja auch Zeit, also Geld natürlich auch und Zeit und ne, das alles dann, genau. Deswegen alles gut, wenn du das noch nicht gespielt hast. Manche sagen auch, Before the Storm ist jetzt nicht unbedingt der beste Teil und ja. Ich kann verstehen, warum, ja. Aber dann hast du ja Life is Strange schon fast durchgespielt. Wie war das so dann der Unterschied oder wie war das sozusagen, wenn du jetzt sagst, Sean und Max, wie war das, das zu spielen? Gab es da irgendwie Unterschiede oder irgendwie? Das ist eine gute Frage. Also ich finde einfach, dass diese 2 Spiele, dass die Ziele da sehr unterschiedlich gesteckt sind. Also im ersten Teil wird dem Spieler halt ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, dadurch, dass man die Zeit zurückdrehen und Entscheidungen neu treffen kann und dass halt, wie gesagt, dieses Element der Nostalgie extrem stark ist und dementsprechend auch so diese ruhigen Momente und fröhliche Szenen mit Max und Chloe, wo die beiden einfach nur Spaß haben. Und der zweite Teil ist da eindeutig ernster und ja, legt es halt wirklich drauf an, so ungemütlich zu sein. Dementsprechend verstehe ich, dass viele halt, dann wäre der erste sozusagen das bequeme Sofa und der zweite wie so ein Gefängnisstuhl oder sowas. Aber das ist ein bisschen unangenehm, genau, es drückt und genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas anderes außer dieser Gefängnisstuhl die Absicht hinter dem zweiten Teil ist und das Gefühl haben sie auf jeden Fall gut rübergebracht. Also es gibt kleine Momente, die niedlich sind und sowas. Ja, genau, ich glaube, das ist auch eine Dinge mit, glaube ich, ne? Also warum das dann sozusagen, viele dachten, es wird der zweite Teil mit Max und Chloe oder so. Und dann erstmal hat man hat ja auch keine Agency, ne? Also das heißt, du hast ja auch keine eigene, als Sean
und genau. hast ja keine Kontrolle. Das heißt, im Gegenteil, du musst ja sogar noch auf deinen kleinen Bruder, der so eine Superkraft hat, aufpassen. Ne? Es ist ja so Max, super, du kannst die Zeit zurückdrehen und alles Mögliche, du kannst machen, also anforderlich, was du willst, im Rahmen des Spiels natürlich, ne, was sie da vorgegeben haben, aber bei Sean so, ja, okay, ich kann zeichnen, ich kann irgendwie, ja gut, ich kann auch so ein bisschen Entscheidungen treffen, aber wenn jetzt mein Bruder jetzt da irgendwie loslegt, dann Ja, das stimmt. Viele haben den auch als nervig dann davon, ne? Genau, also dieses, der kleine Bruder, ist der nervig und oh nein, und es ist erinnert mich an meinen eigenen Bruder oder keine Ahnung, was weiß ich. Insofern, glaube ich, kommt da vieles zusammen, ne? Weswegen man nicht einfach nur sagen kann, das ist jetzt, weil die Leute jetzt einfach nicht weiß sind, sondern auch viele andere Sachen kommen zusammen. Ne? Also, das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Dieses Ungemütliche, ne? Genau, es ist so ein darker, dunkler. Also, nein, ich hatte durchaus Spaß beim Spielen, aber wie du sagst, es ist, im ersten Teil hat man die Kontrolle darüber, ob man jetzt, also wie man moralisch handelt. Max hat die Superkraft und im zweiten Teil ist das alles, man hat den indirekten Einfluss auf Daniel. Und das ist, das macht es eindeutig sehr interessant. Also ich werde es auf jeden Fall, ich habe es noch nicht mal zu Ende gespielt, aber ich denke, ich werde es nochmal spielen, einfach. Mehrfach. Ja, es baut natürlich auf den Mechaniken des ersten Spiels, außer jetzt Time Travel, auf. Und die Entscheidungen sind halt wesentlich komplexer. Also die Folgen, die daraus entstehen können, das ist. Ja, ich glaube, das ist dann noch mal schwieriger, auch für die Leute dann zu verdauen, ne? Weil es gibt ja 4 Enden oder noch, also mit Unterenden dann noch, ne? Aber dass viele Leute dann sagen so, oh nee, das ist ja eine Schweinerei. Also wieso kriege ich dieses Ende? Das ist ja wohl die Höhe, ne? Bei dem anderen kannst du sagen, okay, Chloe oder ne, Cadia Bay. Und da jetzt so, wie jetzt? Das war ja nicht meine Entscheidung. Was ist denn das für Müll hier? Ne? Also ich glaube, das ist dann nochmal wieder, das ist ja richtig fies. Ne? Dann viele auch sagen so, oh nee, damit kann ich jetzt nicht leben. Das wird einem noch mehr aus der Hand gegeben sozusagen. Ne? Also hat man noch weniger Entscheidungsfreiheit. Ja. Ja, also Life is Strange 2 ist schon, ja, nicht ohne. Ist nicht ohne, aber ich fand es bis jetzt echt gut. Also ich glaube, die vierte Folge fand ich bis jetzt am schwächsten tatsächlich. Vielleicht auch ein Grund, warum ich noch nicht weitergespielt habe. Also das fand ich rutschte so ein bisschen in Klischees ab. Also dieser Kult, das ist mit der Kirche. Fand ich bis jetzt die schwächste Folge, aber die anderen, also ich fand Karen, also die Mutter, die hat das so ein bisschen rausgeholt. Das fand ich sehr interessant. Ja gut, das war dann wahrscheinlich eher so ein Plotpoint, dass man Daniel von Sean fernhalten musste. Aber die anderen Folgen fand ich ziemlich stark. Ja, dann viel Spaß noch beim Weiterspielen. Danke. Ja. Genau, also ich habe jetzt ja noch so ein paar, sag ich mal, so übergreifende Fragen. Die sind jetzt ein bisschen sehr theoretisch. Ich bin jetzt auch kein so ein Game Studies Mensch oder irgendwie, der irgendwie da so auf der theoretischen Ebene unterwegs ist. Aber, und ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin ja auch, hast du ja wahrscheinlich auch in meinem Podcast gehört vielleicht, ich bin ja eigentlich überhaupt gar kein Computerspieler. Also ich spiele extrem selten. Life is Strange war so wirklich eines der ersten Spiele, das ich wieder seit Jahren gespielt habe. Aber meinst du, Life is Strange hat da überhaupt auf die Community oder die Gamer-Communities oder überhaupt auf Spieleindustrie hat da Einfluss gehabt oder hat noch Einfluss? Ich bin da auch kein Experte. Ich glaube, es fällt so ein bisschen zurück. Also es gibt ja andere Spiele, die durchaus dieses entscheidungsbasierte da machen, so diese Telltale-Games, von denen ich noch nie eins gespielt habe, aber ich auch nicht. Ich glaube so, Life is Strange wird wahrscheinlich für so einen kleinen Kreis auch immer noch eine hohe Bedeutung haben, aber so an sich. Ja, was ich ganz lustig fand, ist, ich weiß nicht, ich höre wahnsinnig viele Podcasts, ob du den Podcast Behind the Screens kennst. Nein, tatsächlich nicht. Ja, das sind so 3 Psychologen oder Psychologinnen und die gucken so aus ihrer Brille sozusagen immer auf Games, deswegen Behind the Screens sozusagen, ne? Und aus einer psychologischen Brille. Und das Witzige ist, wenn die solche Themen ansprechen, so wie Tabu, gleichgeschlechtliche Liebe, Entscheidungsfreiheit, bla bla bla, kommt sofort als erstes Life is Strange. Ja, okay. Wo ich denke so, okay, cool. Also ich meine, ich glaube, es ist schon, es ist eine Nische, aber bei bestimmten Themen ist es einfach so, da gibt es einfach nicht so viele Spiele, ne? Und da wird das häufig dann auch als eins der ersten Spiele genannt irgendwie, ne?
Klar auch mit seinen Ja, Nachteilen ja. und was auch dahinter hängt und so, aber es ist schon ziemlich sehr weit oben. Also hat mich auch dann, mehrfach war ich da auch erstaunt. Also insofern hat das, glaube ich, manchmal mehr Einfluss, als man denkt. Also wahrscheinlich jetzt auch nur in gewissem Maße, aber Ja, ich meine, der erste Teil spricht halt auch unangenehme Themen an. Und ich meine, vor allem halt Kate ja, mit Mobbing und Selbstmord hatte halt, glaube ich, eine extreme Reichweite. Also wie gesagt, ich war damals nicht im Fandom, ich kann es nicht genau sagen, aber ja. von dem, was ich so gehört habe und alles und Ja, ja, klar. Also das ist natürlich, aber ist natürlich auch fies gemacht. Ne? Ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe ja Glück gehabt. Ich habe dann nämlich allein durch Zufall und durch irgendwie, keine Ahnung, habe ich ja Kate gerettet. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn Kate jetzt da ja, gesprungen wäre. Keine Ahnung. Also hört man, also es, also glaube ich habe da schon Stories gehört. Also Leute, ich habe einmal sogar live, damals, als ich noch sozusagen da so voll noch drin war, habe ich so Twitch-Streams mir live angeguckt. Und da waren wirklich Leute auch da, wo es dann Kate gesprungen ist und die Leute waren echt fertig. Die mussten wir dann echt wieder aufbauen, damit sie dann nicht jetzt selber irgendwie in so eine tiefe Grube da irgendwie fallen, weil das echt, glaube ich, je nachdem, was für eine eigene Historie man hat, das nicht ohne ist. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie jemand da Suizid begeht, ist das jetzt nicht so funny irgendwie. Also das schon, also gut, dass sie sowas anbringen, aber es ist natürlich auch nicht ohne, ne? Also das in so ein Spiel dann einzubauen. Ja. Also Dontnod hat da echt so seine Wege, um sehr ungemütlich zu werden. Das ist schon ziemlich krass. Also Ich glaube auch, ist schon relativ ein Novum gewesen, glaube ich. Also ist schon. Genau, die Remastered-Version hast du gespielt oder hast du das Original gespielt ich muss ja jetzt? wahrscheinlich sagen, ich habe leider die Remaster-Version gekauft und gespielt. Also ich durfte mich mit Bugs rumärgern. Also die war ja schon draußen, als ich das Spiel mir gekauft habe. Dementsprechend dachte ich mir, ach, Remaster kaufe ich mir. Ach so, okay. Also sagen wir es so, ich lasse mir von ein paar Bugs nicht das Spiel ruinieren, aber wahrscheinlich würde ich anders denken, wenn ich die Originalversion gespielt hätte. Aber das heißt, du kennst die höchstens durch Videos dann sozusagen, durch Playthroughs. Ich glaube, ja, das erste Playthrough, was ich gesehen habe, da dachte ich mir, liegt das jetzt am Videoschnitt oder ist die Lip-Sync so off? Ach so, ja, das ist, glaube ich, so eins der Main Topics, glaube ich immer, ne? Genau, häufig genannten Sachen. Gut, dann kommen wir ja langsam genau zum Ende. Genau, du hast schon ein bisschen angesprochen, du studierst ja jetzt, beziehungsweise hast da genug zu tun und genau, du hast schon einige Ideen für weitere Fanfiction-Geschichten. Einige sind schon in der Mache, gegebenenfalls. Was möchtest du noch so für zukünftige Pläne oder Projekte teilen mit uns? Wie gesagt, die Science-Fiction-Story, die ist auf jeden Fall. Ja. Ja, okay, ist notiert. Wie gesagt, so, ich glaube, 70.000 Wörter sind geschrieben. Aber Okay. ich versuchte halt, also, es wird so eine Story, die sich nicht entscheiden kann, ob es jetzt Dystopie oder Utopie sein will. Und nein, also nicht. Utopie. Nein, also nicht so wirklich düster. Es ist halt. Es wird halt mit Murder Mystery und so. Alles gut. Aber ich. Ja. Also es fällt mir total leicht, jetzt so Szenen zwischen Max und Chloe zum Beispiel zu schreiben. Das ist easy peasy, so Beziehungsstuff. Okay, es wird Englisch. Naja. Alles gut. Aber ich würde halt gerne so Anspielungen mit reinbauen, so Battlestar Galactica und Star Trek. Wie gesagt, Ach so. also nicht so mich. Elemente davon, aber so, keine Ahnung, dann spielt halt All Along the Watchtower in der Bar oder so. Sowas Lustiges halt. Ja, okay. Ja, sehr gerne. Ja, dann. Ich kenne so wenig Fanfiction, das ist auch peinlich. Also, ich glaube, ich erinnere mich auch irgendwie an so ein Science-Fiction-Szenario, war aber eher so auch so dark, irgendwie eher, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber ich weiß, ja, egal. Es gibt unglaublich viel da Gibt es bestimmt draußen. schon, aber ja, gibt's auch, ja. Man muss ja auch nicht irgendwie das so besonders machen, sondern ja, das ist, glaube ich, jedes Einzelne. Ja, ich gucke halt
dass es mir Spaß macht, mit dem Thema zu arbeiten und ich beim Schreiben Spaß habe. Und dann ja, das denke ich auch. Sonst wird man es, glaube ich, auch dann merken irgendwann. ja, sonst ist der Zweck davon irgendwie ein bisschen verfehlt. Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Macht das ja aus. Ja, genau. Ja, cool. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja. Auch wenn du das auch nicht veröffentlichst, also das ist ja natürlich vielleicht dahingestellt, ne? Es liegt ja, genau, wollen wir dir nicht vorgreifen, aber wenn es kommt, dann freue ich mich. Und irgendwas mit Pen and Paper muss ich auch noch mal machen. Achso, also Pen and Paper selber spielen, meinst du im Sinne von, oder was meinst du? Eine Story dazu. Ach so, wie sie selber Pen and Paper spielen. Ja, eigentlich hatte ich überlegt, eine mittelalterliche isländische Saga umzuschreiben. Aber ich glaube, es passt viel besser, wenn ich das mit einem Pen-and-Paper-Spiel verwebe. Also es sind halt so, wie gesagt, Ideen habe ich mehr als genug. Ja, alles gut. Ja, das habe ich schon häufiger von diversen Leuten gehört, die im Podcast waren, die Geschichten geschrieben haben. Also ja, wenn man so schreibt, der Ideenstapel. Dann ist es nicht unbedingt eine Wahl, dann kommen die Ideen ungebeten und dann muss man weitermachen. Ja, und nicht nur der Ideenstapel, sondern auch der angefangenen Stapel wahrscheinlich. Also könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber. Ja, ich versuche das irgendwie so im Griff zu behalten. Okay, alles klar. Das ist gut. Ja. Stelle ich mir auch nicht einfach vor. Wenn ich mich kenne, weil ich mit meinem ADHS hier und sonst was, wenn ich mich kenne, dann, oh ja, das klingt spannend und da könnte man ja eigentlich mal was und dann 5 Minuten später so, ach nee, und ach, das ist ja viel zu anstrengend. Und, keine Ahnung, Stunden wieder irgendwie nach 2 Seiten dann wieder vergessen und genau, irgendwo landet es dann auf dem Stapel. Ja, die Ideen werden natürlich aufgeschrieben und dann manchmal beim Radfahren fällt einem dann ein, oh ja, das könnte ich bei der Idee noch dazufügen oder sowas. Ach so, ja, das ist natürlich, ja, das kenne ich auch, wenn ich wandere oder so, ja, das kenne ich auch dann. Wenn Ideen kommen, genau. Ja, cool. Genau, sind wir im Prinzip auch am Ende des Podcasts. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest an die Community, an die Hörerinnen, an andere, die Leute, die Fanfiction schreiben, irgendwas, was du teilen möchtest? Muss auch nicht sein. Ja, wie gesagt, die Community ist, soweit ich es bis jetzt gesehen habe, echt klasse. Und ich hoffe halt, dass da irgendwie Leben drin bleibt. Also ich weiß ja nicht. Ich nehme an, es flacht ab. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt dazugekommen bin, als es losging und so. Ich glaube, da war viel mehr los. Aber wie gesagt, ich finde es schon faszinierend, dass halt immer noch relativ viele Leute so dabei sind. Vor allem, was so Fanfiction angeht. Zum ersten Spiel, was ja deutlich älter ist. Ja, das ist richtig, ja. Ansonsten, ja, was Schreiben betrifft, wie gesagt, den inneren Perfektionisten ausschalten oder Perfektionistin und dann sich hinsetzen und schreiben. Was, wie gesagt, einfacher gesagt als getan ist. Also. Und die Sachen rausgeben, also. Ach so, ja. Ja, mehr als den Kopf abreißen können die Leute nicht. Das stimmt, ja, dass man es dann veröffentlicht, ne, ja. Also wie gesagt, ich habe es ja jahrelang so gemacht, dass ich nur für mich geschrieben habe und so für Experimente sind Fanfictions echt super. Oder einfach nur, um Schreiben zu trainieren oder sowas. Es gibt ja viele Leute, die irgendwie Autor werden wollen und dies und das und dann kommen sie nie dazu, irgendwas hinzuschreiben, weil sie immer vor dieser leeren Seite sitzen. Aber ich denke, Das stimmt, ja, okay, dann hast du ja auch schon gesagt, ich meine, das habe ich auch schon erlebt, dass das Feedback sehr positiv ist. Also man muss auch nicht unbedingt, also kann natürlich sein, eine Ausnahme besteht in die Regel, aber dass man nicht so eine Angst haben muss, dass die Leute einen überfallen und irgendwie sagen, da runterreißen oder so, dass meistens das sehr positiv ist, das Feedback, ne? Oder sehr konstruktiv auch. Ja, also konstruktiv ist, ich glaube, es gibt wenig Leute, die jetzt auf AO3 rumgurken und Literaturkritik betreiben. Ich könnte da eine Kandidatin für sein, aber Nein, genau. Aber es ist meist sehr positiv, das Feedback und genau, ja, bestärkend. Ja, ich meine, wenn es halt diese Geschichten sind, die das Fandom betreffen, dann denke ich, gehören die da auch hin.
Das stimmt, ja, ein gutes Schlusswort hätte ich beinahe gesagt, genau. Und ich glaube, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so lange im Fandom und ich habe den Anfang Hype ja auch nicht mitbekommen. Aber ich bin immer wieder erstaunt, dass ich immer wieder auch neue Sachen, also das, keine Ahnung, also dass immer wieder neue Leute nachwachsen, klingt jetzt auch irgendwie bescheuert. Also klar, durch True Colors natürlich jetzt, ne? Also auch, dass dann viele Leute sagen, oh, jetzt spiele ich mal das Original, das kenne ich ja gar nicht. Viele auch, die viel jünger sind, ne? Die damals, die dich auch schon im Podcasten, die irgendwie sagen, Mensch, damals war ich irgendwie 13 oder so. Da habe ich das vielleicht irgendwie nicht mal richtig mitbekommen. Jetzt bin ich irgendwie 17, 18 oder so und jetzt, Mensch, cool, jetzt spiele ich die alten Sachen auch nochmal. Ne? Also ich glaube, es wachsen viele nach und klar, wie du schon recht hast, ne, was jetzt in 20 Jahren ist, weiß kein Mensch, aber ich glaube, 10 Jahre sind ja fast bald erreicht. Zumindest wo es das Spiel programmiert wurde. Ne? Ich glaube, dieses Jahr müsste 10 Jahre, 2013 wurde es ja, glaube ich, dann haben die angefangen. Also, ja, schauen wir mal, ne? Genau, wie es weitergeht. Genau, wie lange ich mit dem Podcast hier noch weitermache. Bisher habe ich ja schon durch meine eigenen, sag ich mal, Pausen habe ich ja schon 2 Jahre rumgebracht, aber genau, das war ja ein bisschen geschummelt. Hey, wenn man Pausen braucht. Ja, das ist auch wieder wahr, ja, das stimmt. Genau, ja, dann danke dir sozusagen für deinen Input und für deine Offenheit. Jo, danke, dass ich hier als Gast dabei sein durfte. Gut, ja, erstmal vielen Dank und ja, mach's gut. Tschüss. Now for the news. Please check out these Wolf Brothers at Wolfbras Journey on Instagram, as they do a photo essay inspired by the wonderful Life is Strange 2. Wolf Bros Journey on Instagram. If you haven't heard of the Wonder Twins yet in the Liz universe, then it's time now. They did so many big, wonderful, creative, unbelievable art projects, covering interviews with Hannah and Rihanna and much, much more. Look out for their new project, The Hope Circle, on Linktree as The Wonder Twins. And I have an update from the fan game Life is Strange Aftermath, doubled featured on this podcast, by the way. Chapter 2 arrived. Gave them some love and coins if you can spare, so that Biscuit and the wonderful team of Retrozone Studios can finish the game with Chapter 3 ahead. John Tsoukalos of Life is Strange After the Storm fame has posted some screenshot from his upcoming fan game, which added to the hype as photo mode showed some real cool possibilities. Also check him out on this podcast a while ago and stay tuned for maybe coming episodes with him and a lot of updates. John Tsoukalos After the Storm on Twitter. This episode will come to an end now. You can send in your questions you have via email or Discord to me. Of course, you can also send me wishes for future interviews and topics. Please notice that I have a separate Twitter handle at LifeAfterBayPod for my podcast now, as I'm not sure if I can get back my old account on Twitter as of now. Thanks for listening to my podcast and spread the word. See you soon in and around Arcadia Bay, Puerto Lobos or Haven. Yours truly,